Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Wir haben in den letzten Folgen den Fall Opferlamm abgeschlossen, den ich ein bisschen seltsam fand, weil es war eigentlich recht eindeutig, wer es war. Und als Dank hat der Oswald uns etwas herausgesucht über den Fall unserer Mutter. Und das müsste hier zu finden sein. Hier. Er fand eine Kopie des fehlenden Polizeiberichts über den Tod meiner Mutter. Er hat das Dokument auf dem Tisch des Polizeiarchivs für mich hingelegt. Den Tisch des Ach ja. Polizeibericht Nummer 0743. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Verstorbene, die als Mrs. Violet Holmes identifiziert wurde, tot im Garten des Anwesens Stonewood Manor vor. Eine erste Untersuchung der Leiche ergab, dass sie völlig durchnässt war und einen tiefen vertikalen Einschnitt im Halsbereich von 2 Zoll Länge aufwies. Ihr Gesicht war aufgedunsen und mit roten Flecken übersät. Vermutete Todesursache: Sauerstoffunterversorgung. Eine Bestätigung durch den Gerichtsmediziner steht allerdings noch aus. Der Hauptverdächtige, Dr. Otto Richter, wurde am Tatort festgenommen. Die Leiche wurde für eine Autopsie abtransportiert. Wunderbar. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? Da hat alles seinen Lauf genommen. Gedankenspiele. Mutter ist ertrunken. Meine Mutter ist ertrunken. Ihre Halsverletzung könnte eine letzte Demütigung des Täters oder erste Hilfe gewesen sein. Mutter ist nicht ertrunken. Okay, das weiß ich noch nicht. Was haben wir noch? Okay, dann That's where it all leiser. happened, where it all went wrong. Okay, es geht Richtung Garten und ich glaube, da ist der letzte bestimmte Speicherpunkt, wo wir nochmal machen können, bevor es hier endgültig dem Ende zugeht. Stonewood Manor. Übrigens, ich sehe, da ist ein Ausrufezeichen, ich weiß das. Das wird bestimmt vom DLC da irgendwas sein. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt gleich jetzt über den Weg läuft. Dann werde ich es aber getrost ignorieren, weil ich vermute, dass wir es danach spielen werden. So, der Zugang zum Garten, der war hinten noch geschlossen. John steht vor allem davor. Ich speichere mal. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. I find myself awash in a... Thank you, Sherlock. Cordona still calls for us. Yeah. But know this, John. One way or another, we will find ourselves back in front of this door. So, hier stehen wir nochmal. You don't have... There is no... John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just... Please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Oh. Das Aufstoßen einer Tür.
So, wir haben Hinweise. Erinnerung im Herrenhaus. Okay. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. That's the descendant of a tree your father planted in London, correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Aber nach 10 Jahren sieht es doch hier auch noch ganz gut aus, oder? Noch so eine Schaukel. Geht das eigentlich physikalisch? Wir gehen ran? Nee. Oh, die Musik sagt aber auch schon einiges aus. Was ist das hier? Ein zugedecktes Beet? Drüben spielt jemand. Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. Da drüben ist noch umgestürztes Spielzeugpferd. Schaukelpferd sogar. Wir können übrigens nicht rennen hier. Das ist wirklich eine... Das soll entspannter wirken. Und finalisiert wahrscheinlich auch das ganze Spiel. Ah, yes. The statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. Natürlich, das Gedeck ist alles noch da und gut, die Stühle sind ein bisschen, sehen anders aus, aber nach 10 Jahren. Das könnte auch anders sein, ja. So, unsere Mutter, die hier spielt. Sehe ich gerade nicht den? Ach hier. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Raum von Violet. Der Richter redet mit der Mutter. Come here, Sherry. Hurry! Stimmt, das war der Tag. These must help calm her down. What are you thinking about? Is everything all right? Haben die etwa da was in den Tee gemischt? What are you thinking about? Is everything all right? Sag mal, ist das Metall What gerade? are you thinking about? Is everything all right? Ist es mir so, oder hat ja gerade einen Hall? Okay, wir gehen mal ganz schnell auf Mutterliebe. Tee und Beruhigungsmittel. Wir brachten Mutter Tee. Risiko von Nebenwirkungen. Dr. Richter testete an Mutter unkonventionelle Medikamente und Behandlungsmethoden mit möglichen Nebenwirkungen. Erhöhte Verträglichkeit. Mutter nahm häufig Beruhigungsmittel ein. Ihr Körper war daran gewöhnt. Sie können also nicht gefährlich gewesen sein. Könnte hier auch rauskommen, dass wir sie umgebracht haben? Also, nicht vorsätzlich. Don't go, Mother, wait. I remember this artifact from Mother's collection.
Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Das war doch das gewesen, ein Kuriositätenkabinett. Genau, da sind wir. Das ist echt extrem cool gemacht. Da war die Leiter und wir haben versucht damit zu spielen. Okay, wir gehen jetzt hier rum. Ne, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen das nehmen. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Werden sogar rausgeworfen, damals. Jetzt Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherry, say something. Sherlock, I'm here. Can you hear me? You're scaring me. John I'm waiting for you. wird auch gerade ein bisschen verblassend. Ach, Mutter. Sherry, Coming, Mother! come here, darling. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Ich kann ja nichts machen. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Oh je. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Wie sie von der Schönheit redet von Sachen, wo eigentlich Sherlock Mother, gar nicht so would you like to go preisen around the kann. water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Da ist irgendwas im Weg, oder? Da steht doch irgendwas. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! My son would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself. Please, stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry. Give me my stuff. I can't tell you. Sie hat versucht, uns umzubringen. Als wir wach wurden, lag sie tot neben uns, oder?
Oh, wir sind jetzt komplett hier gefangen. Müssen jetzt herausfinden, was ist. Mist, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich hoffe kurz davor. Weil irgendwas knistert hier leicht, merke ich. Ich hoffe, es ist nur in-game irgendwas. Gut. Hysterischer Anfall im Garten ist Geisteskrankheit. Mutter versuchte mich umzubringen. Meine Mutter versuchte mich im Teich des Gartens von Männer zu ertränken. Scheiße. Und Minecraft sah gegen Dr. Richter aus. Minecraft sah Dr. Richter bei der Leiche. Als Minecraft Otto Richter sah, machte er ihn für den Tod unserer Mutter verantwortlich. Tja. Das lässt natürlich jetzt alle möglichen Interpretationen zu, weil ich meine, wir haben unseren Freund, aber hat er je aktiv eingegriffen? War er so stark, dass wenn wir fast Bewusstsein verlieren im Teich, dass er es übernimmt und sich um die Mutter kümmert, dann würde er ja sowas antun? Aus Notwehr, ich meine, er ist auch ein Kind. Würde der Dr. Richter da irgendwas tun? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Richter das war. Erhöhte Verträglichkeit, Mutter ist ertrunken. Meine Mutter wurde ertränkt. Er ertränkte meine Mutter, entweder aus Versehen oder mit Absicht. Dr. Richter ist der Schuldige. Dr. Richter ertränkte meine Mutter. Minecraft beschuldigt ihn des Mordes, aus unglaublich Otto Richter wirklich vor sich gehandelt hat. Vorsichtiger Mord. Der Arzt Otto Richter tötete meine Mutter, um ihrem Leiden ein Ende zu machen, um ihr das Leben zu retten. Minecraft verschleiert die Wahrheit, um mich zu beschützen. Es war richtig, Dr. Richter zur Verantwortung zu ziehen. Es war ein Unfall. Der Arzt Otto Richter ertränkte meine Mutter unwillentlich bei dem Versuch, mich zu retten. Er führte noch erfolglos einen Luftröhrenschnitt durch. Minecraft verschleiert die Wahrheit und beschuldigte Dr. Richter, um mich zu beschützen. Jetzt sind wir jetzt echt schon wieder bei dieser typischen Thematik Luftröhrenschnitt. Und wenn wir das hier anders machen? Risiko von Nebenwirkungen. Und Mutter ist nicht ertrunken. Allergische Reaktion. Mutter zeigte eine unerwartete allergische Reaktion auf ihre Medizin und sie erstickte. Dann haben wir John und ich sind die Schuldigen. Meine Mutter starb infolge einer allergischen Reaktion, ausgelöst von dem Beruhigungsmittel im Morgentee, den wir ihr gebracht hatten. Dr. Richter wollte sie retten, doch Minecraft machte ihn für ihren Tod verantwortlich, nicht John und mich. John ist der Schuldige. Ich tötete unwillentlich meine Mutter. Minecraft enthielt mir die Wahrheit vor, um mich zu beschützen. John hatte die Idee mit dem Beruhigungsmittel. Ich kann meinem eigenen Geist nicht trauen. Um psychisch zu gesunden, muss ich John loswerden. Ich habe meine Mutter getötet. Ich bin für den Tod meiner Mutter verantwortlich. Es war meine Idee, ihr die Medizin zu verabreichen, die letztendlich zu einer tödlichen allergischen Reaktion führte. Ich bin schuld und Minecraft enthielt mir die Wahrheit vor, um mich zu beschützen. Aber wann denn eine allergische Reaktion? Ich meine, wir waren unter Wasser. Und dann, während wir unter Wasser waren, hat sie auf einmal... hat das gewirkt und sie ist kopfüber reingestürzt. Was denn mit dem Schnitt an der Kehle? Das ist dann irgendwann später, wurde versucht, sie zu retten. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass halt Minecraft uns schützen wollte und demnach eher sowas hier sehr in Betracht kommt, aber er könnte es auch schützen wollen, weil wir einfach uns nicht erinnern sollen, wie die versucht hat, die Mutter uns umzubringen. Oh, schwierig. Das Problem ist halt, bei der Variante ist dieser Schnitt an der Kehle überhaupt nicht wird thematisiert. Bei der anderen zumindest mal mit dem Unfall noch. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch nur so ein Red Herring sein.
Ich meine, von der Dramatik her wäre das eigentlich die Antwort. Dass der Dr. Richter vorsätzlich die umgebracht hat, das ist das am unwahrscheinlichsten, sage ich mal. Auch John ist der Schuldige, ist am unwahrscheinlichsten. Weil wir haben ja nicht immer auf ihn gehört. Wir ignorieren ihn ja sogar öfters mal. Also ich würde sagen, von der Wahrscheinlichkeit her ist, ich habe meine Mutter getötet und Unfall relativ nah beieinander. Dann kommt John ist der Schuldige und als letzter Dr. Richter hat sie umgebracht. Deswegen würde ich auch anfangen, dass wir... Nee, damit wir enden mit dem Ende, was am ehesten ist. Da werde ich auch die Credits auslaufen lassen. Und zwar, ich habe meine Mutter getötet. Das heißt, wir machen erstmal das Unwahrscheinlichste von beiden. Nämlich vorsätzlicher Mord. Ich sag's nur. Wir schauen mal, ob wir alle Enden damit bekommen. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. You kept me in the dark, and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. Worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, at childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter killed our mother, and you kept it from me. You had no right. I deserved to know. You deserved to live, Sherlock. In his twisted mind, he killed her for you. But you didn't need to bear the burden of his choice. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once, I actually believe you. And perhaps, now that the truth is out, I can finally do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. Wie schon einfach verblasst ist neben uns. Erst wackelig und dann war er weg. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go.
Goodbye, John. Aber es ist das unwahrscheinlichste Ende von allen, meines Erachtens. Chancenlose Aufarbeitung, Achievement. Und Sherlock, wie er leibt und lebt. Ich glaube, das Achievement für alle Achievements. Ja, sehr gut. Sherlock Holmes. 40 Jahre alt geworden, die gute Dame. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Fälle? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. You really are beautiful. Sie sind wunderschön. Okay, hat mich bitte an Elle erinnert. After everything, Cordona felt hollow, cloying. I returned to London and joined Mycroft in his work for the Crown, but soon that too soured. He cannot abide me being right, or perhaps I cannot abide him being wrong. I left after 2 months. I enrolled at Cambridge University, though it proved similarly unsatisfying. The lectures were of limited interest. I am more obsessed with my work in a hospital laboratory, pursuing medical research and devising novel testing methods. At least there, I can be confident in the truth. I think about you in the evenings. I helped a woman with a trivial matter, and now others arrive at my door for assistance with their mysteries. We could have spent years on the case together, just like Cordona. But I didn't listen to you, John. And now you're gone. I found it! I found it! I found it! And what is that?
how far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours, and I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well, but those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. Gesichtszüge sind ähnlich. Die Tür schließt sich und ein paar andere Türen öffnen sich. So, das war die Variante, wie gesagt. Ja, kann ich das bitte überspringen? Ich will auch 3 Adrett angucken. Ja. Gut, wir gucken uns das nächste Ende an. Bis gleich.